LaForge Enterprise. Ja, Kirk? Star Trek setzte immer auf Kommunikation und entwickelte seine Kommunikatoren dabei immer weiter. Hallo, Computer. Aber haben sie wirklich die Entwicklung der modernen Handys inspiriert? Und wie entstanden sie eigentlich? Ich bin Jens und damit hineingestolpert in die Kommunikatoren von Star Trek. Eine Zahl stellt die Basis dar für das Design, das über Generationen Star Trek geprägt hat. $1019,20. Das ist das, was Wa-Ming Chang dafür bekommen hat, was er gebaut und teilweise umdesignt hat. Besonders dabei ein Prop, das bis heute eines der bekanntesten der Science-Fiction-Geschichte ist. Kommen Sie bitte in meine Kabine, Doktor. Aber fangen wir von vorne an. Wie bei allen Star Trek-Serien war Geld ein knappes Gut und das galt besonders für den ersten Pilotfilm. Wa Chang machte deshalb aus alltäglichen Gegenständen einen Kommunikator. Erhöhen auf volle Feuerkraft! Für den unteren Teil ließ er sich von einem Walkie-Talkie inspirieren. Da landeten Schalter und andere elektronische Komponenten in dem Block. Oben noch ein Gitter dran zum Ausklappen und fertig war das gute Stück. Spock hier. Schlicht, aber seiner Zeit weit voraus, wenn man dran denkt, wie lange es gedauert hat, bis wir Klapphandys erhielten. Motorola, what you never thought possible. Für die Serie wurde das Design nochmal überarbeitet. Etwas handlicher und eleganter sollte er werden. Aber das alte landete nicht im Müll, sondern kontrollierte Spock. Farbe und ein paar Knöpfe drauf, schon hatte man ein Kontrollgerät. Für die Serie bekam der Kommunikator dann seine finale Form, die bis heute funktioniert. Die Uniform! Pike an Enterprise? Wow, Mariner, bitte! 5 zum Hochbeamen. Die haben noch das alte Ding jetzt. Wa Chang hatte das Design überarbeitet. Das goldene Gitter oben und dazu ein elegantes Handstück. Chang legte eine transparente Moirfolie auf ein zweites Moir-Muster und ließ das Ganze von einem aufgezogenen Stoppuhrmechanismus antreiben. So konnte er ohne Batterie etwas Dynamik in das kleine Gerät bringen. Das Ganze war jetzt aber gar nicht so für Nahaufnahmen gemacht. Hatte aber genug Details, um echt zu wirken. Ein Detail machte ihn von Anfang an aber besonders. Der klappbare Mechanismus. Nur ein Abzeichen, sondern auch ein Kommunikator, den man nur kurz berührt. Ihn aufzuklappen ist doch viel besser. Diese einfache Handbewegung, das Aufklappen, kündigt dem Zuschauer an, was gleich passieren wird. Spock hier? Wird übrigens später in das nächste Jahrhundert in gewisser Weise auch gemacht. Aber dazu, ja, ihr vermutet schon, komme ich später. Chang war zu dieser Zeit eigentlich für alles zuständig, was nicht ins normale Budget passte. Rekorder, Waffen, Gorn. Dass dies ein intelligentes, hochentwickeltes Wesen ist. Der Mann hatte ein unglaubliches Talent dafür, Materialien so einzusetzen, dass sie die Zukunft zeigten und dabei spottbillig waren. Was er aber alles gar nicht machen durfte. Denn er war kein Mitglied der Requisiteurengewerkschaft. Die ganze Situation war, ja, sagen wir mal, kompliziert. Robert Justman löste das aber mit einem Trick. Er kaufte von Chang fertige Objekte, was erlaubt war. Nicht richtig und entsprach auch nicht den tatsächlichen Ablauf, aber so umgingen sie die Gewerkschaftsregeln. Ihr äußerst unlogisches Vorgehen hat zugegebenermaßen gewisse Vorzüge, Captain. Denn wer hat nicht einfach mal ein paar Kommunikatoren, Phaser und Tricorder rumliegen? Guns. Lots of guns. Das hatte dann aber auch Konsequenzen. Chang tauchte in keinem Abspann auf, obwohl seine Arbeit so unglaublich wichtig und prägend war. Ich werde ihm daher irgendwann auch mal ein eigenes Video widmen. Das muss dann einfach auch sein. Was wäre Star Trek aber ohne seine Sounds? Der kam von Douglas Quinstaff, dem Sounddesigner der Serie. Er und sein Team erschufen das gesamte akustische Universum der Enterprise. Alarmsirenen, das Quietschen der Turmtür für die Türen, den Transporter und dieses Schirpen. Roddenberry wollte, dass sich alles zu einem Klangbild zusammenfügte und sich jeder Raum etwas anders anhörte. Alles sollte am Ton erkennen zu sein. Ich hatte das ja bei den Türen-Video zuletzt schon erwähnt. Ohne sie zu sehen, erkennt man die Türen und das gilt auch für die Kommunikatoren. Ben Bird, der Sounddesigner des J.J. Abrams Films, hatte das später so beschrieben. The sounds that were created for the original Star Trek TV show were a quantum jump above anything that had been done on television before. In fact, all das machte aus einem kleinen Gerät mehr als ein Stück Technik. Es wurde Teil der Szenen und ergänzte sie, prägte sich auch irgendwie dadurch ein. Nummer 1 an Enterprise.
Wir haben da vielleicht ein Problem. War es aber auch inspirierend genug, um unsere Handys geprägt zu haben? Motorola und der berühmte Mythos der Serie. Star Treks Einfluss soll auch den Weg zu einem besonderen Ereignis geebnet haben. Martin Cooper von Motorola führte 1973 den ersten Anruf auf einem Mobiltelefon auf der 6th Avenue in New York. Und der TOS-Kommunikator soll ihn zu der Entwicklung inspiriert haben. Das Problem? Cooper selbst hat das 2021 richtiggestellt. Er arbeitete seit den späten 1950ern bei Motorola an tragbaren Funkgeräten, Jahre bevor Star Trek überhaupt existierte. Seine tatsächliche Kindheitsinspiration war die Armbanduhr von Dick Tracy. Calling Joe Jitsu aboard SS Purline. Come in, please. Den Star Trek-Mythos hat er selbst ausgelöst, indem er 2005 für William Shatners TV-Doku mitgemacht und eine dramatisierte Darstellung nicht korrigiert hatte. Sie fragen sich, ob die Geschichte wahr ist. Ich muss Sie enttäuschen, Sie liegen daneben. Sie ist frei erfunden. Aber auch nicht ganz, denn es gab noch das Jahr 1996. Motorola bringt das erste echte Massenklapptelefon auf den Markt. Motorola StarTAC, siempre contigo. Es sieht dem TOS-Kommunikator verdächtig ähnlich. Klappmechanismus, kompaktes Design, dieselbe Geste. Und der Name. Motorola StarTAC Style. Almost got it. Hey, François! StarTAC. Ob das jetzt eine bewusste Hommage ist, eine Anlehnung an den Zeitgeist von Star Wars und Star Trek oder einfach ein Zufall, das ist jetzt nicht dokumentiert. Aber der Name, ich glaube, das spricht für sich. Und während Motorola für die Großen ihr Klapphandy rausbrachte, gab es für die Kleinen die Rückkehr des Handgelenkkommunikators. Star Trek Wrist Communicators, 2 to a set. Enterprise sold separately. By Mego. Bevor wir aber auch in die 90er vorstoßen, müssen wir noch einen Stop einlegen und über Star Trek The Motion Picture reden. Der erste Film macht etwas Unerwartetes. Der Film kehrte ja in vielen Bereichen zurück zu Genes ursprünglicher Vision von Star Trek. Insbesondere die matteren Farben stechen da irgendwie ins Auge. Aber wichtiger für heute: der klassische Klappkommunikator verschwindet. Stattdessen tragen die Besatzungsmitglieder Kommunikatorarmbänder, die von der Funktion stark an heutige smarte Uhren erinnern. Das klingt zunächst nach einer konsequenten Weiterentwicklung, denn dass Geräte immer kleiner wurden, das war auch 1979 schon längst Realität. Und heute wissen wir, dass Uhren auch mehr können, als nur die Zeit zu zeigen. Aber die Armbänder wurden im Film nur teilweise umgesetzt. Nicht jede Szene, nicht jedes Besatzungsmitglied nutzte sie. Der Film war beim Dreh ein ziemlich wilder Ritt mit einigen Problemen, was ich auch mal separat behandeln werde. Da kann sowas schon mal untergehen. Schon in Star Trek 2 kehrte man zum klassischen Handgerät zurück, das nur ein leicht verändertes Design erhielt. Ich verliere nicht gern. Ein Kommunikator als Armband, das gab es da nur noch am Rande und sollte später ganz verschwinden. Nein, er darf Genesis nicht bekommen. Als Star Trek das nächste Jahrhundert in Entwicklung ging, stand die Frage wieder ganz am Anfang, wie man die Kommunikation darstellen wollte. Es sollte ja eine Weiterentwicklung der Technik sichtbar sein. Und erstaunlicherweise kamen die Armbänder zurück ins Gespräch. Die ersten beiden Versionen des Writers Guide beschrieben den Kommunikator der neuen Serie noch als Armbandgerät. Dann brachte Gene Roddenberry eine andere Idee ins Spiel. In einem frühen Produktionsmeeting 1987 lagen verschiedene Entwürfe auf den Tisch, von klassischen Geräten bis hin zu den Armbändern. Roddenberry schaute sie sich an und schlug dann vor, Abzeichen und Kommunikator zu verbinden. Picard und Farragut, beamen Sie uns nach oben. Anders als bei den Armbändern, immer im Bild. Und sie waren wieder durch eine deutlich sichtbare Geste zu benutzen. La Fortune Enterprise. Was dabei auch praktisch war, das Abzeichen war einfach und günstig herzustellen. Was noch so ein Vorteil gegenüber den Armbändern und den Handgeräten war. Da steckt halt nichts Kompliziertes drin. Keine Mechanik oder aufwendige Form, die den Preis treiben könnte. Einfach nur ein Anstecker. Meiner Meinung nach der wichtigste Grund, die Abzeichen zu nehmen. Geld war immer knapp und wenn man jetzt sparsam die gesamte Mannschaft mit Kommunikatoren ausstatten kann, ja, dann macht das vieles einfacher und bietet erzählerisch auch neue Möglichkeiten. Fenrich Rohenbrück. Hier ist Fenrich Roh. Ich befinde mich in Sektion 23 Beker, Nähe Krankenstation. Schon erstaunlich, wenn man dran denkt, dass all das seinen Ursprung bei einem Mann hatte.
bei Wa-Ming Sheng. War alles vom Klappkommunikator über die Geste, das Design für TNG noch 1987 der Ausgangspunkt war. Es baute alles auf seinen ersten Requisiten auf. Illegalerweise gebaut und geliefert. Für $1.019,20. Und so schließt sich ein Kreis. Aber jetzt seid ihr gefragt, über welche Ausrüstung der Crew wollt ihr mal mehr erfahren? Oder welche hat euch immer fasziniert? Damit wären wir wieder am Ende des Videos und ich freue mich schon darauf, mich gleich in die Arbeit für das nächste Video zu stürzen. Ich bin Jens und damit hinausgestolpert zu neuen Videos. Haut rein!